Und wie laut ist das Mikro? Ist das Mikro vielleicht zu laut? Ja moin, hier ist wieder der Sebastian. Und nach den ganzen Theorievideos geht es endlich mal wieder um Hardware. Und zwar geht es um diesen Freund hier, um den Lithium-Eisenphosphat-Akku. Auf dem Akku steht, dass der nicht unter 0 Grad geladen werden darf, was vermutlich bei allen Lithium-Eisenphosphat-Akkus ist, die keine Heizung haben. Und weil ich nicht die Möglichkeit habe, den Akku beim Laden in einen aufgewärmten Raum zu stellen, musste ich mir was überlegen. Und deshalb habe ich mir eine wärmegekuppelte Akkuheizung selbst gebaut. Warum ich das wärmegekoppelt nenne, sage ich euch gleich. Vorab noch eine wichtige Information. Das ist keine Anleitung zum Nachbauen. Ich möchte hier lediglich zeigen, wie ich das gemacht habe und meine Erfahrungen schildern. Das Nachmachen geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung. Das Wort Wärmekupplung habe ich deshalb verwendet, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Was ich damit sagen wollte ist, dass sich nicht nur die Batterie und die Heizung in einer Thermobox befinden, sondern auch der Laderegler und der Wechselrichter. Hier mache ich mir das zunutze, was man eigentlich nicht möchte. Und zwar, dass sowohl Wechselrichter als auch der Laderegler keinen Wirkungsgrad von 100% haben, also Leistung in Form von Wärme verloren geht. Das heißt, in dieser Box befinden sich mehrere Komponenten, die dafür sorgen, dass es für die Batterie da drin kuschelig warm wird. Die Solaranlage, die die Batterie mit Strom versorgt, ist super klein. Es geht hier um ein 160 Watt Panel, das fast flach liegt, und einem 60 Watt Panel, das im Winter zur Sonne ausgerichtet ist und die meiste Zeit nicht verschattet ist. Der Laderegler ist ein Victron Smart Solar MPPT 7515, an dessen Lastausgang die Heizung angeschlossen wird. Unterschreitet die Batterie eine gewisse Spannung, schaltet der Lastausgang automatisch ab, damit die Batterie nicht tiefenentleert wird. Diese Batterie hat kein BMS mit Temperaturabschaltung verbaut. Deshalb ist an die Batterie ein Victron Smart Battery Sense angeklemmt. Das kleine Gerät sorgt dafür, dass der Laderegler immer weiß, welche Temperatur die Batterie hat und den Ladevorgang unterbricht, wenn eine bestimmte einstellbare Temperatur unterschritten wird. Auf den Wechselrichter möchte ich an dieser Stelle nicht näher eingehen, weil ich dazu gegebenenfalls noch ein Video mache. Es ist in diesem Fall auch egal, was das für ein Wechselrichter ist. Wichtig ist, dass er über ein Relais, dessen Eingang am Lastausgang angeschlossen ist, mit der Batterie verbunden ist. Das ist übrigens auch der gleiche Lastausgang, an dem auch die Heizung angeschlossen ist. Der Wechselrichter hat einen Wirkungsgrad von 85%. Die Leistung, die ich daraus entnehme, liegt bei etwa 42 Watt. Es werden also etwa 50 Watt von der Batterie entnommen. Die 8 Watt Wirkungsgradverlust gehen also als Wärme in die Thermobox. So sieht die Heizung von der Nähe aus. Das Heizelement besteht aus einer Spiegelheizung für Autos, die ich auf ein Glas geklebt habe. Ich nehme an, dass in dem Glas etwas Wärme nachgespeichert wird. Die Heizung ist an diesem Thermostaten angeschlossen, der bei Unterschreiten einer Temperatur ein Relais einschaltet und damit die Heizung mit Strom versorgt und beim Überschreiten wieder abschaltet. Der Thermostat hat eine Hysterese von 2 Grad. So sieht die Thermobox aus, wenn die Heizung nicht eingebaut ist. Und hier ist sie eingebaut. Und wie schon erwähnt, ist sie am Lastausgang des Ladereglers angeschlossen, über den sie über die Victron-App an- und abgeschaltet werden kann. In dieser Aufnahme ist noch ein kleiner Fehler drin, und zwar ist hier noch eine falsche Sicherung drin, die ich in einer Nacht- und Nebelaktion noch ausgetauscht habe. Ist die Heizung an, verbraucht diese inklusive Thermostat etwa 8 Watt. Der Temperaturfühler befindet sich am anderen Ende in der Box. An diesem Wärmebild sieht man, dass Temperaturen von etwa 37 Grad erreicht werden bei einer Außentemperatur von 3 Grad. Das Relais in diesen Thermostaten wird auch etwas warm und trägt etwas zur Wärmegewinnung bei. Das Bild habe ich am Tag aufgenommen, deshalb ist der Laderegler auch etwas warm. Und so sieht das Ganze dann eingepackt aus. Damit ich die Möglichkeit habe, die Lufttemperatur innerhalb der Box zu messen, ohne sie aufzumachen, habe ich hier noch ein kleines Guckloch für einen Temperatursensor reingebohrt.
Hier die Preise für die einzelnen Komponenten. Die Thermobox hat 10 Euro gekostet, die Spiegelheizung 8 Euro, der Thermostat 6 Euro und die Kabel und Sicherungen etwa 6 Euro. Das macht also insgesamt 30 Euro. Ich brauchte ein paar Versuche, bis ich die Einstellungen hatte, die ich gut fand. Das lag unter anderem daran, dass der Thermostat und/oder mein Messaufbau einen großen Messfehler hatten und ich das erst später bemerkte. Außerdem wusste ich nicht, um wie viel Grad sich die Batterie beim Entladen selbst aufwärmt. Spoiler, kaum. Es folgen übrigens gleich viele Diagramme und Auswertungen. Wer keine Lust darauf hat, kann einfach ans Ende dieses Videos springen und da gibt es eine Zusammenfassung. Die Temperatur der Batterie kann ich in der Victron-App verfolgen. Auf dieser Ansicht sehe ich den aktuellen Stand und hier kann ich mir eine Historie anzeigen lassen. Der Victron-Laderegler ist für Lithium-Eisenphosphat-Batterien von Haus aus so eingestellt, dass er bei unter 5 Grad abschaltet. Man kann das natürlich auch verstellen. In der Kiste und draußen auf dem Balkon habe ich 2 Temperaturlogger mitlaufen lassen. Die Daten von denen konnte ich nach den Versuchen auslesen und in den folgenden Diagrammen verwenden. Als erstes Ziel hatte ich eine Batterietemperatur zwischen 6 und 7 Grad. Bei diesem ersten Test war mir klar, dass die Temperatur eigentlich zu hoch ist. Aber mit irgendwas muss man ja anfangen und ich wollte wissen, wie viel Strom sowas verbraucht. Ich habe vermutet, dass sich die Batterie beim Entladen selbst ein bisschen aufheizt und habe im ersten Versuch den Thermostaten auf 5 Grad eingestellt. Das heißt, bei 5 Grad schaltet die Heizung aus und bei 3 Grad wieder ein. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass der Thermostat einen sehr hohen Messfehler hatte. Kann sein, dass der Thermostat von Haus aus diesen Defekt hatte oder ich was falsch angeschlossen habe. Jedenfalls habe ich am Tag danach bemerkt, dass die Temperatur der Batterie noch zu hoch war und damit auch der Stromverbrauch. Hier habe ich die Temperatur gerade mal um 1 Grad verringert. Hatte natürlich einen eher kleinen Effekt. Beim dritten Versuch, bei dem ich die Temperatur auf 2,5 Grad eingestellt habe, hatte ich den gewünschten Effekt. Mein Ziel von 6 bis 7 Grad war also 4 Grad höher als der Wert, den ich am Thermostaten eingestellt habe. Das soll sich später auch als der Messwertfehler herausstellen. Im ersten Monat meines Tests ist leider wenig passiert. Immerhin gibt es mir die Gelegenheit, das Schaubild hier etwas zu erklären. Die rote Linie ist der Temperaturverlauf in der Thermobox und die blaue der Temperaturverlauf auf dem Balkon. Die grauen Balken repräsentieren den Stromverbrauch des entsprechenden Tags in Wattstunden. Die gelben Balken repräsentieren den Solarertrag. Der Solarertrag war in diesem Testmonat erbärmlich. Letztes Jahr hatte ich mit dem gleichen Setup einen Ertrag von 2 Kilowattstunden. Dementsprechend habe ich selten Strom mit dem Wechselrichter entnommen, was man hier an den tiefschwarzen Linien sieht. Der Versuch fing so schlecht an, dass am dritten Tag sogar die Batterie leer ging. Danach war es einige Wochen so warm, dass die Heizung nicht angehen musste. In dieser Infobox nochmal die Summe aller Erträge und Verbräuche. Die gelb markierten Zahlen sind die, die unabhängig von äußeren Einflüssen sind, also Sonnenstunden oder Minustemperaturen. Die erste Woche des nächsten Monates war umso spannender. Hier war es sowohl kalt als auch sonnig. Am ersten Tag war ich so schlau, dass ich in den Wetterbericht geschaut habe und habe die Heizung ausgelassen und erst am nächsten Morgen eingeschaltet. Hier habe ich die Straßenlichtfunktion des Victron-Ladereglers getestet. Da kann man den Lastausgang so einstellen, dass er 3 Stunden vor Sonnenaufgang angeht. An diesem Tag musste ich mich leider sehr ärgern. Aus irgendeinem Grund hat sich der Lastausgang morgens abgeschaltet, obwohl die Batterie genug Spannung hatte. Ich habe nie herausgefunden, an was das gelegen hat und gehe stark davon aus, dass die Straßenlichtfunktion doch nicht so geeignet ist, wie ich dachte. Und den Lastausgang abgeschaltet hat. 2 Tage zuvor hat sie komischerweise noch funktioniert. Leider hatte die Batterie zu dem Zeitpunkt nur eine Temperatur von 4 Grad und der Laderegler hat den Ladevorgang nicht freigegeben. Die ganze Sonne an diesem durchaus sonnigen Tag ging deshalb verloren. Als der Thermostat minus 5,4 Grad anzeigte, war mir das schon etwas suspekt. Der Datenlogger hat zu dem Zeitpunkt minus 1,5 Grad angezeigt. An diesem Abend stellte ich noch 0,5 Grad ein, was in Wirklichkeit 3,9 Grad waren.
In den rot markierten Stunden habe ich die Heizung manuell deaktiviert. Hier nochmal die Infobox mit all den Summen. Naja, eine Sache, die man hier leider relativ gut erkennen kann, ist, dass man durch die Erderwärmung gegebenenfalls bald keine Heizung mehr braucht. Das sah diesen warmen Januar und Februar jedenfalls so aus. Ansonsten kann ich zusammenfassend sagen, der Eigenverbrauch des Thermostaten liegt bei etwa 10 bis 20 Wattstunden pro Tag. Die Batterie wird durch das Abgeben von Strom und beim Laden warm. Beim Laden etwas mehr als beim Entladen. Eine Wärmeleistung von 8 bis 10 Watt reichen, um auch über sehr kalte Nächte zu kommen. Ich habe mir hier einige Fälle rausgepickt, wo die Heizung an war und habe da ein bisschen rumgerechnet. Grob kann man sagen, dass man 1,5 Watt pro Stunde pro Grad Temperaturdifferenz braucht. Hier habe ich mir einige Fälle rausgepickt, wo der Wechselrichter an war. Hier erkennt man deutlich, dass das großen Einfluss auf die Temperatur hat. Ich wünsche euch wie immer eine schöne und sonnige Zeit und hoffentlich bis bald und tschüss.